Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video gehen wir mal einem Wunsch von euch nach. Und zwar viele von euch haben gesehen, dass ich mir neue Lautsprecher oder auch Verstärker angeschafft habe. Und haben viele von euch gefragt, ob ich nicht mal ein Video so wie damals machen kann, ob ich einfach meine gesamte Anlage mal vorstellen kann, was ich da so benutze und wieso und warum überhaupt. Habe ich mir gedacht, pass auf, das machen wir mal wieder. Also nehmt euch eine Tüte Chips. Das Video könnte ein bisschen länger werden, aber ich hoffe trotzdem, dass es nicht allzu trocken wird und wir eine Menge Spaß dabei haben. Von den ein oder anderen Komponenten habe ich ja schon mal Videos gemacht, die packe ich euch einfach unten mal in die Videobeschreibung rein oder auch oben in die Infokarte. Also klickt dann da einfach mal rein. Und jetzt würde ich sagen, los geht's, bleibt doch einfach dran. Euer Speaker Schocker. Fangen wir direkt mal an mit einer, ich sag mal, die sich aus Zufall entwickelt hat, einer zweiten Hörzone. Habe ich hier einfach einen kleinen Platz an der Sonne, scheint zwar gerade nicht die Sonne, ist aber egal. Hier habe ich dann ein paar Lautsprecher stehen, da wären zum Beispiel einmal die weißen, das sind die XTZ Spirit 11 oder auch die bekannten ELAC FS 58.2 und die allseits bekannten Magnatlautsprecher dürfen hier an der Stelle natürlich auch nicht fehlen. Angeschlossen sind hier die ELAC Lautsprecher an einem kleinen Röhren-Hybridverstärker. Ist nichts Großartiges, reicht aber vollkommen, wenn man da mal sitzt oder so einen Kaffee oder sowas trinken möchte, ein bisschen Musik, passt das auch. Oder wenn man einfach mal eine Runde dartet oder sowas, dann kann man hier noch wunderbar schön Musik hören, während woanders zum Beispiel fern gesehen wird oder Fußball geguckt wird. Dann kann man hier nämlich noch wunderbar sich ein bisschen Musik anmachen. So weit, so gut. Die Theke hier dürfte auch noch einigen bekannt sein. Das ist immer noch meine Selbstbautheke, als ich eingezogen bin 2012. Ich wollte die mal neu streichen oder sowas, aber dann habe ich mir gedacht, nee, dann ist es nicht mehr so, wie du sie 2012 gebaut hast. Dann ist es ja anders und darum habe ich es dann auch einfach sein lassen. Hier mein Rechner, das ist mein alter MSI-Rechner. Der hat einen Intel i7700 HQ-Prozessor und eine GTX 1050 Ti. Aber er wird nicht mehr zum Zocken oder so genutzt, eher für die, ich sag mal, leichtere Medienwiedergabe. Hauptsächlich für Musikwiedergabe oder meinetwegen auch mal über HDMI ein paar Bilder oder auch mal einen Film oder sowas. Können wir da wunderbar mit arbeiten. Und musikalisch haben wir hier immer noch sehr bekannt hier auf jeden Fall das Reloop RMX20 Mischpult. Wird leider nicht mehr gebaut, also ist auch fast gar nicht mehr neu zu bekommen. Habe ich jetzt aber auch schon wirklich jahrelang, 2010 habe ich mir das Ganze mal angeschafft, hat glaube ich 250 oder 230 Euro damals gekostet und funktioniert immer noch tadellos. Also ich kann mich nicht beschweren, bis auf eine kleine Sache und das ist hier der, ich sag mal hier der Bassregler hier auf dem zweiten Kanal, beziehungsweise den zweiten Eingang. Wenn man den dreht, dann rauscht es da ein ganz kleines bisschen während der Bewegung. Aber ansonsten kann ich hier gar nicht mal meckern. Wenn man mal bedenkt, das Ganze hat auch einen Wasserschaden hinter sich. Also, da würde ich auf jeden Fall sagen, die Qualität ist top. Und besonders mag ich es ja auch, dass man hier einen Kopfhörer anschließen kann, ganz klar. Aber der Kopfhörerverstärker, der hier integriert ist, der hat richtig Power. Und das bringt nicht jedes Mischpult mit. Ein Kollege von mir, der hat einen, ich weiß gar nicht, was er hat, aber da ist der Kopfhörerverstärker ein bisschen lächerlich, obwohl die Preise ziemlich ähnlich zu den Mischpulten waren. Mittlerweile gibt es hier eine Nachfolge, das ist das RMX22, heißt es glaube ich, aber nö, funktioniert eigentlich noch tadellos, brauche ich mich gar nicht zu bemeckern und Neues will ich dann auch erstmal gar nicht haben. Und wenn wir schon bei Reloop sind, dann geht es direkt weiter zu Reloop und zwar den Plattenspieler. Das ist immer noch der RP2000 MK3 und auch dieser funktioniert ohne Probleme tadellos. Ja, da kann ich mich gar nicht beklagen, was natürlich ab und zu mal ausgetauscht wird oder ausgetauscht werden muss. Das ist der Tonabnehmer. Ich hatte sonst immer ganz gerne einen ELAC D155 Tonabnehmer hier drauf, aber von dem System bin ich gar nicht mal so überzeugt. Wenn es nagelneu ist, gar kein Problem, dann macht das richtig Bock und hört sich auch richtig klasse an. Aber die Haltbarkeit von dem System finde ich jetzt nicht so wirklich der Knaller. Hört man jetzt regelmäßig Schallplatten, ich sag mal in der Woche 4, 5, 6, 7 Stunden oder so, dann merkt man nach einem halben Jahr schon, dass der Ton im Gegenzug zum Beispiel hier zu dem Ortofon 2M Red-System, dass er dann deutlich dumpfer ist als dann hier zum Beispiel ein 2 Jahre altes Ortofon-System. Und das finde ich dann ehrlich gesagt nicht mehr ganz so prickelnd. Zurzeit habe ich hier das Ortofon Concorde-System drauf, weil das hat eine ordentliche Ausgangsspannung, gerade wenn man mal auf dem Kopfhörer hört und dann einen richtigen Bums haben möchte. Alles vollkommen okay. Aber ich denke, dass ich hier in Zukunft auch wieder auf ein neues Ortofon 2M Red-System greifen werde. Denn der Plattenspieler, ich glaube, den kann man noch kaufen. Liegt, glaube ich, bei 200 oder 250 Euro. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Und dann hier passt das wunderbar auch preislich mit dem Ortofon-System. Und ich war da eigentlich auch immer sehr zufrieden mit.
Eine neue Haube wäre auch mal cool, denn die sieht auch nicht mehr ganz so hübsch aus, ist von der Sonne sehr verblasst worden. Genauso wie der gesamte Plattenspieler irgendwo. Der ist nicht mehr so satt schwarz, sondern hat eher schon so einen Braunton an sich. Ja, irgendwie unique. Beim Subwoofer gibt es seit November 2014 nichts Neues. Ich wollte ihn ja mal hier neu bearbeiten, neu streichen, neu beizen oder sowas, weil die Farbe hat schon ein bisschen nachgelassen. Habe ich aber bis heute auch noch nicht ganz geschafft. Es ist immer noch ein Selbstbau-Subwoofer, angetrieben von einem Monaco SAM 2 Modul, was in Verbindung mit diesem Subwoofer auf jeden Fall ordentlich und mehr als genügend Leistung bereitstellt. Das hat einen elektrischen Überlastungsschutz, habe ich noch nie ausreizen können. Den mechanischen Überlastungsschutz, den wir haben, den habe ich schon öfters ausgelöst. Das ist der Nachbar. Gut, der kam dann schon mal, wenn es ein bisschen zu viel ist. Und hier vorne haben wir immer noch das Infinity-Chassis drin. Das ist, mal gucken, ob wir das auf der Reihe kriegen. Das ist das Infinity Referenz 1260 W-Chassis. Das Volumen, das ist ein Nettovolumen von 75 Liter und passt mit dem Chassis auf das Gehäuse wunderbar zusammen. Denn so kann ich in Verbindung mit dem Verstärker und dem Gehäuse, egal welche Leistung ich von dem Verstärker jetzt hier auf das Chassis gebe, es nicht schaffen, dass ich das Chassis in irgendeiner Art und Weise mechanisch oder elektrisch zu überlasten. Das war damals auch so der Grundgedanke bei dem Subwoofer. Er soll möglichst tief spielen, möglichst laut können. Gut, aber dafür ist er halt jetzt nicht der präziseste. Aber ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden damit. Ja, mir juckt schon irgendwo so ein bisschen auch der Finger nach einem neuen Subwoofer oder mal nach einem anderen Subwoofer. Aber das wird dann auch wieder nur noch mehr Probleme mit Nachbarn ergeben. Also ich bin top zufrieden einfach. Top die Bude. Nicht neu, aber seit Dezember 2019 einen neuen Platz gefunden hat der Technics SLPS 740A. Meine Güte, was für ein Name. Technics CD-Player fand ich auf jeden Fall schon immer cool und dieses Modell auf jeden Fall auch. Hat mich direkt angetan, als ich ihn zum ersten Mal irgendwo gesehen habe. Ich habe ihn irgendwo mal in irgendeinem Video gesehen, wo weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, pass auf, den willst du auf jeden Fall haben. Ich finde ihn cool, weil es ist schon, ich sag mal, ein bisschen eine höhere Ausbaustufe als dünnere oder kleinere Technics CD-Player und war damals auch nicht ganz günstig. In den 90ern, Anfang der 90er bis Mitte 90er wurde gebaut und hat damals, ich glaube, 500 bis 600 D-Mark gekostet. Also auf jeden Fall nicht ganz günstig. Und wenn man sich heute den gebraucht kaufen möchte in einem sehr guten Zustand, wie ich ihn hier erwischt habe, sogar noch mit einer tadellosen Fernbedienung, dann ist man immer noch bei 100 bis 150, vielleicht auch 180 Euro, je nachdem. Und ich finde es auf jeden Fall richtig cool, weil er ist extrem zuverlässig. Er frisst quasi jede Audio-CD, egal ob gebrannte oder nicht. Und da gibt es ja bei manchen CD-Playern schon hier und da mal das Problem, dass zum Beispiel gebrannte CDs nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr erkannt werden oder sowas. Er gibt sich hier auf jeden Fall die Mühe und wenn die CD jetzt total verkratzt ist oder sowas, dann erkennt er da immer noch was. Wenn die natürlich total verkratzt ist, dann hört sich es auch verkratzt an, gar keine Frage. Aber er versucht es auf jeden Fall wiederzugeben und das ist auf jeden Fall klasse. Und ich finde es auch richtig gut, wie schnell er das macht. Also wir drücken hier eine Taste und zack ist es da. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und das finde ich cool. Da wird nicht gerade erst immer versucht, klappt es oder klappt es nicht. Nein, klappt einfach wunderbar. Und dann haben wir hier im Display auch noch ein wunderbares VO-Meter. Da kann man direkt schon immer sehen, okay, alles klar. Diese Aufnahme, der hier ist jetzt nicht so viel Dynamik drin. Und da haben wir zum Beispiel Aufnahmen mit mehr Dynamik drin. Einen Kopfhöreranschluss haben wir da. Wir können auch die Lautstärke noch mal ein bisschen nachregulieren und das Ganze auch noch mal über die Fernbedienung. Aber wie zu den anderen Sachen auch, habe ich auch hier natürlich ein separates Video schon zugemacht zu dem CD-Player. Direkt neben dem digitalen wohnt das analoge. Seit 2019 ruht hier ein ELAC Miracord 50 und ich bin top zufrieden mit diesem Plattenspieler. Ich habe mir erst überlegt, pass auf, es gibt ja auch noch teurere Modelle, zum Beispiel den Miracord 90 oder sowas, aber der wäre mit 2500 Euro einfach, nee, komm. Der kostet 400 Euro, 400 bis 500 Euro und das reicht mir für meine Zwecke, so wie ich Vinyl höre, auf jeden Fall. Ich höre ja jetzt nicht jeden Tag stundenlang Vinyl, am Wochenende ganz gerne schon mal ein bisschen mehr, aber das jetzt auch nicht das ganze Jahr durch. Wie gesagt, es ist mal mehr und mal weniger und da reicht dieses Modell hier für mich auf jeden Fall aus. Was ich aber geändert habe, das ist der Tonabnehmer. Original wird der Plattenspieler mit einem Audio-Technica AT91 ausgeliefert. Das macht auf jeden Fall auch schon eine Menge Spaß und ist auf jeden Fall schon mal besser wie das bekannte Audio-Technica AT3600L System, womit ja viele Plattenspieler ausgeliefert werden. Da macht das eine AT91 hier schon wesentlich mehr Bock. Aber noch mehr Bock hat mir dann das ATVM 95ML Tonabnehmersystem gemacht, denn da habe ich nochmal
ich sag mal, ein bisschen weniger Rausche nochmal drin, mehr Bass, mehr Höhen, einfach nochmal mehr von allem ein bisschen drin und irgendwie ein bisschen mehr Klarheit. Denn auch hier nutze ich es ganz gerne, auch um Kopfhörermusik zu hören. Und da war das AT91 nicht ganz so mein Freund. Und seitdem der ELAC Miracord 90 nun hier steht, wird der Reloop-Plattenspieler ehrlich gesagt gar nicht mehr so häufig verwendet. Da macht er hier doch deutlich dann nochmal mehr Spaß. Man merkt es auch einfach in der Preisklasse, dass hier doch einfach was anderes steht. Wie gesagt, mir macht der Plattenspieler einen Riesenspaß. Was ich aber nicht so toll finde und eigentlich gar nicht schön finde, das ist dann doch tatsächlich die Haube, denn die ist wirklich sehr, sehr kratzempfindlich. Also da sollte man schon echt mit sehr, sehr, sehr weichen Tüchern drüber gehen. Am besten sowas, womit man noch nicht mal eine Mercedes S-Klasse anfasst, denn das ist ja noch empfindlicher. Ich bin da einfach mal, ja, ganz bescheuert, mit einem ganz weichen Geschirrtuch drüber gegangen. Dreckkratzer. Also das gefällt mir nicht so, die Haube. Aber ansonsten, wie gesagt, der Spieler an sich macht eine Riesenfreude. Als Televisionsglotze kommt immer noch ein LG zum Einsatz, mit dem bin ich seit 2017 immer noch sehr zufrieden. Der arbeitet mit einer Nanozelltechnologie, um, ich sag mal, einen sehr starken Kontrast hinzubekommen. Das funktioniert auch ganz gut und sieht richtig cool aus. Es ist ein UHD-HDR-Fernseher und wenn HDR-Material anliegt, macht das richtig Bock. Haben wir jetzt kein HDR, dann könnte meiner Meinung nach das Bild sogar etwas heller sein. Da schwächelt es meiner Meinung nach ein bisschen. Beim Zocken allerdings finde ich, wie schnell der Fernseher an sich reagiert. Es ist ja kein Monitor zum Zocken oder sowas, sondern es ist einfach ein Fernseher. Und dafür, dass es ein Fernseher ist, reagiert er richtig flott. Aber der hat auch wieder einen wunderbaren Namen. Und zwar ist es der LG 49S J8109ZA. Aber ich bin, wie gesagt, mit dem Gerät immer noch sehr zufrieden, gerade weil UHD-Material, ja, gucke ich mir selber dann auf YouTube oder beziehungsweise auch auf Amazon an, dann passt das wunderbar. Fernsehsendungen haben wir sowieso kaum UHD-Material, also ist das auf jeden Fall alles noch ausreichend. 8K oder sowas brauche ich auch nicht und einen größeren Fernseher passt so erstmal gar nicht hier hin, ohne dass man dann Probleme hat, dran vorbeizukommen. Darum passen, ja, vielleicht 55 Zoll wäre noch eine Idee, aber mehr dürfte es dann auch platzmäßig schon gar nicht mehr sein. Von daher bin ich damit auch immer noch top zufrieden. Bekanntes Gesicht aus dem alten Video, aber trotzdem neu ist der Yamaha RXA 3080. Dieser hat im Ende 2020 nämlich den RXA 3030 abgelöst. Warum? War mir eigentlich ganz klar, denn der Yamaha RXA 3030, richtig cooles Gerät, auch heute noch, aber mir war halt wichtig, 4K bzw. UHD-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde. Also auch mal ein bisschen zocken oder wenn man tatsächlich mal Sender in UHD hat, dass man die ohne Probleme schauen kann. Das war jetzt mit dem Yamaha RXA 3030 nicht so. Das war nicht so, das ging einfach nicht. Und eine PlayStation 4 am Yamaha RXA 3030 anschließen und da ordentlich drüber zocken, das war jetzt auch nicht unbedingt das, was man unbedingt geil nennen mag. Da macht der 3080 hier auf jeden Fall eine deutlich bessere Figur. Und besonders mag ich auch, er hat hier DAB Plus und Internetradio an Bord, was bei dem 3030 ja gar nicht mehr ging. Denn da wurde das Internetradio von Yamaha selbst abgeschaltet. Warum? Weiß ich nicht. Hier haben wir auf jeden Fall alles drin. Auch hier habe ich natürlich ein extra Video zugemacht und mit dem Verstärker bin ich einfach top zufrieden. On the top auf jeden Fall ein richtiges Schmankerl und zwar ist es die Glas 2150 Endstufe. Diese Endstufe übernimmt hier die Frontkanäle, meine Standlautsprecher, die Standlautsprecher werden nämlich von der Endstufe befeuert. Braucht der Yamaha sich gar nicht drum zu kümmern, obwohl er ja 9 Endstufen verbaut hat. Ich habe hier ein 7.2 System aufgebaut, also ich hätte noch 2 Endstufen gut, aber so braucht der Yamaha nur 5 von seinen 9 Endstufen zu bemühen. Die anderen beiden werden hier von dem Glasapp 2150 übernommen. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zu dem Prototyp. Das hier ist allerdings jetzt der fertige Verstärker, der im Oktober 2021 auf den Markt kommen soll. Der Verstärker an sich ist fertig. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen im Weg steht, das sind die Behörden, also technische Behörden und sowas alles, dass das auch alles wunderbar tippitoppi funktioniert. Und wenn das alles läuft, dann soll das im Oktober hier alles am Start gehen. Und dann werde ich auch zu dem Modell, zu dem fertigen Modell, auch nochmal ein separates Video machen. Denn es hat sich dann auch tatsächlich eine Kleinigkeit geändert, was hier bei der Endstufe angeht. Da haben wir nochmal ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Präzision. Aber da werde ich dann in dem separaten Video zu diesem Verstärker nochmal drauf eingehen. Wenn jetzt einer sagt, oh, da hat der Verstärker von Yamaha hier aber ein bisschen wenig Luft,
kann ich ihm vollkommen recht geben. Die Endstufen, die werden bei dem Yamaha kaum warm, egal wie laut man eigentlich macht. Das finde ich bei Yamaha immer richtig cool gelöst. Wo aber hier ein bisschen Wärme entwickelt wird, ist tatsächlich bei der Videosektion. Ich habe ja hier meinen Fernseher dran angeschlossen, meine Playstation dran angeschlossen. Und wenn ich auch mal ein bisschen über Laptop zocke oder sowas, dann läuft das auch nochmal mit hier drüber. Blu-rays und sowas läuft auch alles hier drüber. Und ich lasse das Bild von dem Yamaha selbst auch noch mal ein ganz kleines bisschen überarbeiten und dann wird das schon ein bisschen warm. Und weil wir hier nicht unbedingt viel Abluft haben, habe ich hier unten drunter unter dem Gerät einfach zwei schmale Lüfter, ich glaube das sind 120 mm Lüfter, drunter gelegt, temperaturgesteuert. Einen Temperatursensor habe ich hier zwischen hinten reingelegt und wenn es über 60 Grad hier mal ist, dass dann die Lüfter angehen und das Ganze einfach mal kühlen. Aber auch als es jetzt hier im Sommer mal richtig heiß war, bin ich nie über 55 Grad hinausgekommen und das spielt gar keine Rolle, wie laut ich hier jetzt höre. Und das ist irgendwo richtig cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was wird denn jetzt von der durchsichtigen Endstufe angetrieben? Die ELAC FS 249.3 werden angetrieben. Aber wie es dazu kam, ist auch eine Geschichte für sich. Und zwar, als ich die ELAC FS 58.2 noch besessen habe, habe ich mir mal die ELAC FS 249 angehört. Das ist schon einige Jahre her und da habe ich mir gedacht, als ich die gehört habe und vor allem als ich die gesehen habe, schön mit der Crystal-Membran, die musst du haben. Irgendwann musst du die haben. Aber ich musste da wirklich jahrelang drauf hinsparen. Und irgendwann hatte ich dann mal das nötige Kleingeld. Da waren die ELAC FS 249.2, also die Vorgänger von denen hier, mit der silbernen Membran, das Objekt der Begierde. Und ich wollte natürlich nicht nur 2 Standlautsprecher haben, sondern dazu auch direkt den passenden Center-Lautsprecher und 4 rückwärtige Regallautsprecher haben. Also bin ich dann zu meinem HiFi-Händler hier in Wuppertal, wo ich immer ganz gerne hingehe, bin ich hin und habe den mal nachgefragt, ob er sowas irgendwo organisieren kann oder sowas. Weil mir war damals schon bewusst, dass sowas nicht mehr gebaut wird von ELAC und es aufgrund dessen wahrscheinlich schwer zu bekommen ist und dass es jemand im Regal stehen hat, ist noch unwahrscheinlicher. Aber ich habe einfach mal nachgefragt. Glück kann man ja vielleicht mal haben. Er selber hatte es natürlich jetzt nicht da stehen, hat mich aber irgendwie direkt erkannt, hey, du bist doch hier der YouTube-mäßig und alles. Ich habe ja da die stehen. Ich wollte aber ELAC haben. Gut, hat er sich dann auf die Socken gemacht und da geguckt, ob er seine Lieferanten, Händler, wie auch immer, ob er da irgendwo noch an was drankommt. Problem war allerdings, das Ganze hat so lange gedauert und ich wurde immer ungeduldiger, dass ich schon mich selber auf die Socken gemacht habe im Internet. Und dann habe ich woanders bei Händlern in der Anzeige gesehen, cool, der liefert das, der hat das alles da, wie ich das haben will. Also habe ich das direkt bestellt. So, einen Tag später oder sowas kam dann die Meldung, wo ich es bestellt habe. Warte mal, du bist doch der aus Wuppertal, oder? Ich sag, ja, woher wissen Sie? Ja, weil aus Wuppertal hat auch schon ein HiFi-Händler nach den Lautsprechern gefragt. Und es kommt in Deutschland nicht vor, dass einer diese ELAC-Lautsprecher jetzt noch haben möchte. Ich denke, cool, irgendwie einzigartig. Fakt ist allerdings, die ELAC FS 249.2 waren nicht mehr zu haben. Und ich denke, Mist. Denn eigentlich waren mir die ELAC FS 249.3 noch ein bisschen zu teuer. Aber er hat mir dann einen super Preis gemacht, dass ich mir gedacht habe, cool, die nehme ich jetzt, obwohl ich eigentlich erst gar nicht das mit der schwarzen Membran, dunkle Membran haben wollte. Aber im Endeffekt finde ich es doch ein bisschen cooler, weil ich hatte das mit den FS 58.2 auch so. Die hatten ja die silberne Membran, hatten sie ja. Und hat es beim Fernsehen oder beim Filmgucken schon mal ein bisschen gestört, wenn man es schön dunkel haben möchte, dass die Lautsprecher an sich dann noch mal ein bisschen das Licht reflektiert haben oder sowas. Das haben wir hier Gott sei Dank gar nicht den Fall. Und klanglich passt mir das sowieso alles so, wie ich das haben möchte. Und überwältigt bin ich davon immer noch. Ich habe von diesen Lautsprechern natürlich aber auch schon ein Video gemacht. Leider ist es bei den neueren Lautsprechern gar nicht mehr so, dass man schöne Garantiezertifikate von ELAC bekommt. Denn die neuen Lautsprecher haben automatisch eine Garantie von 5 Jahren. Mehr ist leider nicht mehr, wenn man es natürlich beim richtigen Händler kauft. Ich habe hier noch einige Lautsprecher, die habe ich schon einige Jahre und habe immer noch Garantie bis Ende 2024 hier drauf. Also damals war noch 10 Jahre Garantie. Das war auf jeden Fall noch eine coole Sache. Aber hey, ich bin trotzdem zufrieden. Und wo Standlautsprecher sind, da dürfen die rückwärtigen Lautsprecher natürlich auch nicht fehlen. Und so sind Ende 2020 auch die ELAC BS 243.3 hiermit direkt angekommen. Warum die Lautsprecher so angebracht sind, ist einfach, ich krieg's anders nicht hin. Aber 5.1 war definitiv zu wenig. Da hat nämlich der eine von der anderen Seite auf der Couch schon in Effekten, wenn die Couch voll besetzt war, nämlich gar nichts mehr gehört. Und das ist der einzige Grund, warum überhaupt ein 7.2 System hier aufgebaut worden ist. Wie gesagt, anders kann ich es nicht machen. Das sind wie gesagt die ELAC BS 243.3
244.3. Es gibt davon auch eine Nummer größere. Das wären die ELAC BS 244.3, aber die hätten hier überhaupt nicht hingepasst. Und hier zu denen habe ich auch schon ein extra separates Video gemacht. Es muss ja nicht unbedingt immer der Standlautsprecher sein, denn diese Lautsprecher, die klingen für sich alleine als Regallautsprecher auch schon richtig genial. Und da bin ich auch immer wieder überrascht, was quasi aus so einem kleinen Lautsprecher doch dann schon wirklich für eine Power rauskommt. Hier oben drauf ist dann einfach noch eine Philips Hue-Lampe, falls sich der eine oder andere fragt, was das ist. Und hier die Bilder, liebe Leute, ja, die habe ich mir damals ganz einfach selbst gemacht. Ich bin bei Tante Google rein, habe mir so ein Bild ausgesucht in einer ordentlichen Qualität, ordentliche Größe. Ich mir das heruntergeladen. Dann bin ich ins Fotogeschäft gegangen, damit das Ganze auch auf Hochglanz und ordentlich gedruckt wird, weil zu Hause ausdrucken war nicht unbedingt so geil, sah nicht gut aus. Bin ich also ins Fotogeschäft gegangen, habe das auf die richtige Größe drucken lassen, so wie ich es im Rahmen halt haben möchte. Und fertig war's. Aber heutzutage kann man das, glaube ich, auch ganz einfach bei eBay oder so kaufen. Aber damals habe ich es mir ganz einfach selber gemacht. Der passende Center darf an der Stelle natürlich nicht fehlen, denn gerade der Center-Lautsprecher sollte auf jeden Fall passend zu den Standlautsprechern sein. Die rückwärtigen Lautsprecher, da kann man auch ruhig mal andere nehmen. Ist nicht ganz so dramatisch, aber Center und Standlautsprecher sollten auf jeden Fall zusammenpassen. Das ist hier der CC 241.3, also passend zu dem System. Der ganze Center ist über den Fernseher angebracht, denn unter dem Fernseher ist er mir einfach zu tief und bespielt da den Tisch, meine Füße, aber nicht meine Ohren. Darum war die einzig kluge Wahl, den Center über den Fernseher anzubringen. Damit das Gesamte aber trotzdem auch irgendwo passt, ist der gesamte Center auch ein bisschen angewinkelt. Er steht hier auf einem stabilen Brett, welches selber schon mal etwas angewinkelt zur Couch neigt, und der Center selbst ist auch noch mal an verstellbaren hinteren Füßen draufgestellt, dass ich so mir den Winkel so einstellen kann, wie ich es am besten haben möchte. Und hier sieht man auch noch mal schön die Lackierung der Lautsprecher. Das ist jetzt bei den Standlautsprechern, bei den Regallautsprechern nicht gerade so durchgekommen, aber hier sieht man es auf jeden Fall noch mal, und ich finde, das sieht einfach auch wirklich köstlich aus. Ganz zu schweigen von den Crystal-Membranen oder den Jet 5 Hochtöner, die selbst für sich auch einen Eyecatcher darstellen. Der Lautsprecher schön und gut, aber was ist, wenn man nachts nach Hause kommt von der Spätschicht oder wie auch immer? Was ist denn dann, wenn man nicht mehr Musik hören kann wegen den Nachbarn oder sowas? Na, Kopfhörer, richtig coole Idee. Kopfhörer spielen bei mir auch eine wichtige Rolle, und da habe ich hier mal so ein paar Modelle einfach aufgehangen, die ich immer am meisten benutze. Das ist zum Beispiel einmal einen Sennheiser HD 598 CS, einen Beyerdynamic DT 770 Pro in der 80 Ohm Variante und einen Beyerdynamic Avento Wyatt. Den habe ich auch schon mal getestet in der Wireless-Version, und die Wireless-Version, also die Bluetooth-Version davon, die hat mir richtig gut gefallen, dass ich mir gesagt habe, pass auf, du brauchst auch eine Kabelvariante nochmal, weil der hat es richtig in sich. Gefällt mir richtig gut. Und wenn die Kopfhörer nicht, wie gerade erwähnt, vom Mischpult angetrieben werden, dann werden sie hier von meinem externen Kopfhörerverstärker angetrieben. Den habe ich mir mal angeschafft, weil da einfach viel mehr Power und viel mehr Klangdynamik drin ist, als zum Beispiel in dem Kopfhöreranschluss meines Yamaha-Verstärkers. Und ich finde es schade, dass solche Kopfhöreranschlüsse in so Geräten, dass es eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt wird. Da habe ich mir dann einfach mal einen Kopfhörerverstärker angeschafft, der auch ein bisschen auf, ich sag mal, Röhrentechnik setzt. Denn ich finde das an für sich auch ganz cool. Der Klang, die Klangcharakteristik der Röhre mag ich irgendwo sehr. Und das Aussehen auch. Ich finde es irgendwo cool. Das hier ist ein chinesischer Hersteller. Es ist ein chinesischer Verstärker. Die Röhren allerdings, die habe ich schon getauscht. Das sind neue Röhren bzw. New Old Stock Röhren, NOS-Röhren. Das heißt, das sind neue Röhren mit alten originalen Bauteilen gebaut. Und ich finde, das klingt richtig cool. Den haben wir uns ja schon mal in einem letzten Video angesehen und auch festgestellt, dass der richtig Leistung hat. Hier vorne stecken zwei ECC 82. Das sind die Röhren sind gematcht, das heißt Matching Number, das heißt die Röhren hier, die sind auf dem gleichen Level. Denn selbst wenn eine Röhre vom selben Hersteller ist oder auch aus derselben Charge ist, kann die Röhre doch trotzdem sehr unterschiedlich zu der anderen Röhre sein. Und das macht sich gerade beim Kopfhörer, linkes, rechtes Ohr, dann doch sehr bemerkbar. Darum sollte man bei sowas dann aufpassen, dass man am Matching Numbers nimmt. Der Klang, der dann hierbei resultiert, der ist wirklich on top. Und gerade wenn man zum Beispiel Kopfhörer hat, die ein bisschen mehr Leistung brauchen, weil sie einen bisschen höheren Widerstand haben, sagen wir mal einen 600 Ohm Kopfhörer oder sowas, da kann man dann hier an so einem Verstärker dann nicht mehr viel mitmachen. Da braucht man dann schon hier wirklich ordentlich Power. Und wie wir im Video gesehen haben, der hat auch ordentlich Power. Wir können hier digital reingehen, analog reingehen, über Bluetooth können wir auch mal eben schnell was realisieren. Und das finde ich, das passt so und das macht richtig Bock, damit Musik zu hören.
Hier, da haben wir dann ganz einfach einen Telekom Media Receiver, ist ein ganz einfaches Ding. Ja, er tut seine Sachen, hundertprozentig zufrieden bin ich damit nicht, wenn ich mal überlege, was der für Umschaltzeiten hat. Das dauert gefühlt ewig, bis er von dem einen Sender zum anderen Sender springt. Manchmal bleibt er auch komplett hängen. Naja gut, also das Gelbe vom Ei finde ich es nicht wirklich. Cool ist auf jeden Fall, wir haben hier eine Festplatte drin, so dass ich das laufende Programm aufnehmen kann, zeitversetztes Fernsehen machen kann oder mir auch ganze Sendungen einfach aufnehmen lassen kann, ohne mich da zu scheren, dass ich jetzt zu Hause sein muss oder sowas. Das nutze ich auch schon mal ganz gerne, wenn was cool ist im Fernsehen ist, eine Dokumentation oder sowas. Dann nehme ich es mir gerne auf und schaue es mir dann Tage später dann ganz gerne mal an. Dann haben wir hier noch eine kleine Besonderheit und zwar ist das eine Art VO-Meter, sage ich jetzt ganz einfach mal, was auch auf Röhrentechnik setzt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Röhren heißen, die hier drin sind, aber ich packe euch einfach mal einen Link dazu auch unten in die Videobeschreibung rein. Wie gesagt, wir können hier mit dem Audiosignal reingehen und uns das halt anzeigen lassen wie eine Art VO-Meter. Hier ist auch noch ein Mikrofon verbaut, dann reagiert es dann halt auf Stimmen. Hier ist natürlich gut, wenn man das umgeschaltet kriegt. Jetzt können wir hier auch noch die Empfindlichkeit einstellen. Aber wenn ich zum Beispiel Musik höre oder sowas, dann ist das Mikrofon, egal wie ich es einstelle, immer zu empfindlich. Aber cool ist es auf jeden Fall und ich finde, es ist auch irgendwo einen richtigen Hingucker. Was mich auch immer noch treu begleitet, ist auf jeden Fall das Sony Kassettendeck, das TC WE475. Funktioniert jetzt nach einer kleinen Reparatur wieder wie am ersten Tag. Hier waren ein paar Riemen, die waren, sage ich mal, seit 2001, kann man verständlicherweise verstehen, waren die mal ein bisschen durch und da hat das Gerät nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Man konnte noch wunderbar Kassetten hören, aber Spulen hat nicht mehr geklappt und irgendwann hätte das Kassettenhören, dann hätte es wahrscheinlich geleiert oder sowas. Aber nach einem kurzen Riemenwechsel habe ich auch mal in einem Video zugemacht. Ich packe es einfach mal unten in die Videobeschreibung oder alles oben hier oben in die Infokarte rein. Könnt das mal nachgucken und seitdem läuft es auf jeden Fall wieder wie am ersten Tag. Und ich nutze es jetzt auch tatsächlich seit der Reparatur wieder ein bisschen häufiger, denn ich habe mir letztens auch mal, ja gut, was heißt letztens, aber ich habe auch mal wieder Kassetten aufgenommen. Hier zum Beispiel eine aus dem Radio, da war eine schöne Sendung von Tanz in der Mai, DJs After Work mit DJ Falk. Sehr geil, einfach mal hier Radio und das Ganze so wie früher einfach mal hier auf Band aufnehmen. Ist ja jetzt nichts Besonderes, aber man kann es einfach dann, wenn man irgendwie mal Musik im Hintergrund oder sowas haben möchte, kann man es einfach laufen lassen. Kommen wir jetzt zum Souterer und dann auch mal langsam zum Ende des Videos. Ja, und da mischt sich natürlich auch der ELAC Subwoofer ins Bild. Der darf natürlich seit 2005 bei mir auch nicht fehlen und der läuft auch immer noch. Wie gesagt, habe ich mal im Video, dass da das Potentiometer für die Lautstärkeregulierung Probleme macht, aber das stellt man ja auch einmal ein und den Rest übernimmt ja dann der AV-Receiver und von daher tut der Subwoofer auch heute noch ohne Probleme seinen Dienst und bin immer noch schwer begeistert von diesem Subwoofer und manchmal lasse ich ihn auch einfach alleine laufen, weil der alleine reicht oft schon. Aber schauen wir doch direkt mal weiter hier und zwar zu dem DVD VR 330 von Samsung. Das Gerät dürfte ich jetzt auch seit 2008 oder so haben. Damals habe ich noch ganz gerne Videokassetten geschaut und habe auch in letzter Zeit mal wieder angefangen zu gucken, ob das Gerät überhaupt noch geht. Habe es tatsächlich seit 2012, habe ich es letztes Jahr mal wieder angeschlossen und es funktioniert tadellos. Habe ich mir damals auch aus dem Fernsehen immer Videos und sowas aufgenommen. Mythbusters, ich weiß ja gar nicht, ob ihr das noch kennt, aber das Gerät funktioniert an sich tadellos, gibt es nichts zu meckern. Ich möchte jetzt nicht wissen, wenn ich jetzt anfange, so wie früher Tag und Nacht hier Videokassetten laufen zu lassen oder sowas, ob es dann nicht irgendwann Probleme gibt, aber jetzt so zwischendurch oder sowas, funktioniert das Gerät auf jeden Fall. Kassetten aufnehmen an sich geht leider nicht mehr, denn ich empfange mein TV-Programm in HD. Und dann passt das einfach mit dem Kopierschutz, passt das einfach leider gar nicht mehr. Aber ansonsten Videos schauen, DVDs oder Videokassetten funktioniert tadellos und hat irgendwie auch ein besonderes Feeling. Und auch hier die Fernbedienung tadellos funktioniert auch ohne Probleme. Müssten auch Batterien drin sein, funktioniert auch ohne Probleme. Aber liebe Leute, wenn ihr solche Geräte habt und benutzt die Fernbedienung dazu häufig gar nicht, nimmt die Batterien raus, bevor sie auslaufen. Denn das ist oft eine Riesensauerei. Auch für eine sehr lange Zeit ein sehr, sehr, sehr beliebtes Gerät von mir, der Sony RDR AT100. Warum so ein Namen?
Nennt den doch Frank. So, Sony Frank, Frank Sony. So, wunderbar. Ist ein HD-Festplattenrekorder, noch mit einer HDD drin, also nichts SSD oder sowas. Und hiermit habe ich früher immer ganz gerne dann meine TV-Sendungen aufgenommen, als ich es dann nicht mehr auf DVD oder auf Videokassetten aufgenommen habe. Da habe ich es immer dann ganz gerne direkt auf die Festplatten aufgenommen. Wir können hier auch DVDs abspielen, Blu-rays oder auf DVD selbst aufnehmen, aber das habe ich dann später auch nicht mehr getan. Ich habe dann später meine ganzen DVDs hier auf die Festplatte gepackt. Hier ist eine 250 GB Festplatte drin, hat für damalige Auflösungen alle Male gereicht. Aber seitdem ich die Telekom-Kiste da oben habe, kann ich die Sender auch in HD aufnehmen. Das geht hiermit auch nicht mehr. Auch wegen dem genannten Kopierschutz kann ich die Sendungen zwar aufnehmen, das läuft wunderbar, aber wenn ich sie mir angucken will, geht das nicht, denn dann kommt die Sperre HDCP, irgendwas ist nicht aktiv, kann ich das Programm nicht angucken. Ich kann es dann nur noch löschen. Aber es wird aufgenommen. Lustig ist es, aber ich kann es nicht angucken. Funktioniert aber an sich auch auf jeden Fall und ich habe da auch auf der Festplatte noch einige Sachen drauf. Und da habe ich mir gedacht, cool, wir haben ja einen USB-Anschluss, schließe ich einen Computer an und kopiere die ganzen Sachen. Nee, so leicht ist es leider nicht, denn der USB-Anschluss ist nur ein Eingang. Ich kann damit Sachen auf die Festplatte draufkriegen, aber nicht mehr raus. Wahrscheinlich könnte man die Festplatte ausbauen, aber mich würde es dann auch nicht wundern, wenn die Sachen dann auch irgendwie kopiergeschützt sind oder sowas. Aber wohl die Sachen, die hier drauf sind, die kriegt man sowieso meistens irgendwo dann schon noch auf Amazon. Auch hier die Fernbedienung auch noch alles in einem tadellosen Zustand. Das Gerät, das habe ich, glaube ich, seit 2009 oder so. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Hat auf jeden Fall auch immer gute Dienste geleistet und funktioniert auch heute immer noch wunderbar und nutze ich sogar regelmäßig noch. Früher habe ich den auch immer als CD-Player benutzt, als ich den Technics CD-Player noch nicht hatte. Aber da hat der ein ganz großes Problem. Wenn man nämlich ordentlich laut hört und dann kommt der Bass noch dazu, setzt er aus. Hat der Technics allerdings gar keine Probleme mit. Kommen wir jetzt noch zum letzten Abschluss und da brauche ich gar nicht ganz viel zu erzählen. Und das ist hier die PlayStation 4 Pro. Bestimmt schon gesehen, bestimmt jeder schon mal gesehen. Das ist auch das Stück, was jetzt hier in meiner Anlage dann auch tatsächlich dann noch geändert werden soll. Der Rest, der jetzt hier, den ihr gesehen habt, der soll sich jetzt erstmal in den nächsten Jahren gar nicht groß ändern. Hier soll irgendwann mal eine PlayStation 5 Einzug halten, wenn denn irgendwann mal Gran Turismo 7 am Start kommt. Die PlayStation 4 nutze ich zurzeit gar nicht mehr so groß zum Zocken. Aber allerdings für Amazon oder YouTube-Videos oder sowas, da nutze ich es schon mal ganz gerne zum Zocken, auch hier und da, aber nicht mehr so, wie ich das früher mal getan habe. Liegt nicht daran, dass sie nicht funktioniert oder so, die funktioniert immer noch tadellos. Lautstärke hält sich auch im Rahmen, weil ich habe sie nie so häufig benutzt wie andere, zum Beispiel das jetzt hier, Gott weiß wie viel Staub innerhalb des Gerätes ist. Ich glaube, da haben andere die PlayStation viel länger an als ich hier und dass da mehr Staub drin ist, es deswegen dann lauter ist, als jetzt hier der Fall ist. Ich bin eigentlich mit der PlayStation ganz zufrieden, aber was mir noch nie gepasst hat bei der PlayStation 4, warum macht man da kein richtiges Multimedia-Center draus? Ich meine, Audio-CDs frisst die noch nicht mal. Warum nicht? Aber naja, was vorher der alte MSI-Rechner machen musste, macht jetzt hier der neue MSI. Hier ist ein i10750H Prozessor drin, unterstützt mit einer RTX 3060. Und hier kann man ordentlich mit zocken. Und das mache ich auch ganz gerne und ich schließe auch ganz gerne mal den Laptop über meinen Yamaha-Verstärker an meinem Fernseher an und da kann man auch gut zocken. Wenn man jetzt nicht unbedingt Bildverbesserer oder sowas einstellt, dann hält sich die Latenz tatsächlich auf Konsolenniveau und das habe ich, finde ich, erstmal richtig überraschend. Zum Beispiel Forza Horizon 4 läuft hier mit UHD-Auflösung, Ultra-Einstellung mit 60 Bildern pro Sekunde, passt auf jeden Fall. Mehr gibt der Verstärker und der Fernseher sowieso nicht her. Aber schön ist ja wenigstens, dass Yamaha hier auf dem HDMI-Eingang vorne an der Front verzichtet hat, weil die Yamaha-Community meinte, ist nicht so notwendig. Hätte ich aber schon sehr notwendig gefunden. Also musste ich mir überlegen, wie kriegen wir das mit dem HDMI-Anschluss hin. Habe ich mir einfach aus der Schublade hier ein HDMI-Kabel rausgelegt, den ich auch immer wieder rein und rauslegen kann. Dann kann ich hier das HDMI-Kabel einfach an meinem Rechner anschließen und somit dann einfach die Verbindung herstellen. Ich meine, es hätte gerne auch eine Front-HDMI gehabt, aber naja, so ist es jetzt auf jeden Fall. Und hier drauf freue ich mich schon ganz besonders. Aber da sind wir noch ein bisschen zu früh dran.
Gesteuert wird der ganze Spaß hier über die Harmony Ultimate One. Die habe ich mir 2015 mal angeschafft und funktioniert eigentlich noch tadellos, ohne Probleme. Nur habe ich mir mal gedacht, die Elite-Version mir anzuschaffen, weil einige Geräte, die werden halt nicht mehr über Infrarot angesteuert, so wie diese Fernbedienung es rausgibt. Naja gut, aber nicht bei dem Preis, was die Elite-Version zurzeit kostet. Da bleibe ich doch da lieber so. Kann ich so die Fernbedienung wunderbar nutzen, wie gesagt, und funktioniert auch einfach wunderbar. Und wenn nicht, dann steuere ich es auch ganz gerne einfach alles hier über die Yamaha eigene App und das funktioniert auch wunderbar. Ja, liebe Leute, mein Hals ist trocken, es ist viel geredet worden, es ist viel erzählt worden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß dabei gehabt. Und vielleicht habt ihr euch gedacht, pass auf, coole Sachen, ich schau mal, was es da auf dem Gebrauchtmarkt gibt. Denn, wie gesagt, den CD-Player habe ich gebraucht gekauft und ich bin da top zufrieden mit. Und Gebrauchtkauf ist ja nicht immer das Schlechteste. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, worauf ihr da vielleicht achten solltet. Schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung oder oben in die Infokarte rein. Wie gesagt, viel soll sich jetzt hier erstmal nicht ändern, höchstens vielleicht eine PlayStation 5, wenn es mal wieder vorrätig ist und der Preis stimmt und Gran Turismo 7 irgendwann mal am Start ist. Wer weiß wann. Und ja, vielleicht eine Harmony Elite Fernbedienung hätte ich auch noch cool gefunden, aber nicht bei den aktuellen Preisen. Und Logitech hat ja leider das Harmony Programm auf Eis gelegt. Ich fand diese Multifunktions Fernbedienung richtig cool von der Idee her, aber leider, naja, auf Eis gelegt. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr so lange zugesehen habt. Und wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, wenn es ein bisschen trocken war, dann gebt gerne einen Daumen nach oben da und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal. Dann würde es mich freuen, wenn wir uns nächstes Video wiedersehen. Bleibt mal also bis dahin gesund und munter und dann sehen wir uns auch wieder. Macht's bis dahin gut, euer Speaker Schocker. Tschüss. Ach, hier sind noch 2 andere Videos und da unten ist Abonnieren.